Hallo meine Lieben, heutiges Thema ist, wie reinige ich meinen Pool selber, wenn er schon verkommen ist, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, 200 € oder teilweise 400 € Geld zu nehmen oder bezahlen an andere Leute, die mir das dann machen. Ich mache die Poolreinigung selber, weil ich will mal sehen, ob sich das überhaupt lohnt, so viel Geld auszugeben. Denn ich müsste ja erstmal 200 € verdienen, bevor ich sie ausgebe, ne? Und ja, mal sehen. Ich hatte einmal es geschafft, den Pool auf Vordermann zu bringen. Da war der glasklar gewesen. Momentan sieht das mistig wieder aus, weil von der Stange dieses Ding kaputt gegangen ist. Schon zum zweiten Mal. Eigentlich wollte ich von der Stange so ein Chromteil erstellen. Und ja, damit es halt stabil ist und nicht mehr hier so durchknallt, das Ding. Ja, das ist die Stange. Die ist dann wieder, ja, auf Halde gelegt sozusagen. Ich zeige euch jetzt mal den Pool. Klar, das geht ja noch. Das Wasser ist ja noch halbwegs klar. Man sieht den Boden. Da hinten ist ein Haufen Staub, was sich wieder angesammelt hat. Aber hier, ich hoffe, man kann das einfangen. Ist schon richtig grün. Richtig grün. Ja, das sind schon Algenbildung, trübes Wasser und so weiter. Wir sind jetzt heute bei Tag 1 und ich zeige euch mal, was ich mache. Erstens, die Filteranlage läuft jetzt 24 Stunden durch, bis ich mit meinen ganzen Maßnahmen, die ich währenddessen mache, den Pool gereinigt bekommen habe, glasklar. Und danach werde ich dann wieder nur so tagsüber von 9 bis 9 oder so Filteranlage laufen lassen und das reicht dann einmal am Tag. Als erstes steigen wir jetzt gleich mal in den Maschinenraum. So, jetzt bin ich mal in den Maschinenraum gestiegen. Ich hatte noch vergessen gehabt, nicht nur, dass sie 200 oder je nachdem, wie du fragst, 400 € pro Monat nehmen. Nee, dann kommen dann natürlich auch zusätzliche Kosten dazu, wie pH-Senker oder Erhöher, Chlor, Teststreifen, Mittel etc. Die kommen dann noch obendrein. Ne? Und ich hole mir natürlich vom Internet alles billiger und andere Produkte, aber das zeige ich euch dann später mal. Hier jetzt erstmal sind wir jetzt im Maschinenraum. Hier haben wir jetzt erstmal ein Wasserdepot quasi. Und das ist der Ausgleichstank vom Pool. Das Wichtigste, ja, Hauptwanne, hier wird ein bisschen gefiltert, dann geht es hier rein, da wird hier nochmal fein gefiltert. Wichtig hierbei ist, dass das alles eine Rückspülung gemacht wird, sonst hängt sich alles, Staub, Algen, was weiß ich, hängt sich daran fest und muss auf jeden Fall immer mal ausgespült werden, damit sich da nicht alles vollsetzt. Sonst muss man den Sand, der hier drin ist, austauschen. Ich habe das Glück, hier eine Anleitung zu bekommen, was man machen muss. Und ja, hier gibt es halt viele Hebel. Und jetzt mache ich mal den Spülgang. Moment. Bevor ich das Ding jetzt anschmeiße, dann versteht man mich gleich gar nicht mehr. Das ist meine Kontrolle. Wenn das wieder klarer wird, dann ist das Ding erledigt. Also, das braucht dann nicht noch mehr weiter gespült werden. So, das ist momentan. Und ich wette mit mir, das sind gleich scheiße schmutzig. So, da seht ihr den Dreck, der so in der Anlage drin ist. Der muss auf jeden Fall raus, damit die Teilchen nicht mehr hier drin sind. Jetzt habe ich ein bisschen gewartet und ich kann damit leben. Jetzt muss ich noch einen kleinen Vorgang machen, um das Ganze wieder in den normalen Betrieb zu bringen. Ich habe keine Übersetzung dafür.
Aber ist halt ein Arbeitsschritt, der hier getätigt werden muss. Den mache ich noch und danach mache ich einen weiteren Schritt. Die ganzen Hebel, Ventile, so, die werde ich dann so umstellen, dass ich Staubsaugen kann, quasi im Pool. Nachdem ich das gebrochene Teil repariert habe natürlich. Ich hoffe, das klappt dann noch, ne, das zu reparieren. So, ich habe das gebrauchte Teil, sag ich jetzt mal, dran montiert. Passt nicht, super geil. Hängt nur an einer Schraube und ist auf Spannung. Ich weiß nicht, wie lang das Ding jetzt noch hält, ne? Aber gut. Ich habe jetzt die Filteranlage auf Staubsaugen eingestellt, ja. Aber jetzt ist ja hier in dem Schlauch noch Luft drin, ja. Deswegen mache ich es immer so. Hier saugt er das ein. Dann fange ich hier an, presse den Schlauch ins Wasser so lange, bis ich am Ende angekommen bin und quasi damit die ganze Luft rausgelassen habe. Und dann stecke ich das rein, damit Wasser gezogen werden kann. Mit Luft funktioniert das Ding nicht so gut. So, bin jetzt einmal durchgegangen mit dem Staubsauger. Und im trüben Wasser kann man leider den Boden nicht so gut sehen. Und jetzt werde jetzt gleich mal hochgehen und gucken mal, ob ich von oben was besser sehen kann, wie es da geworden ist. Ich muss noch sagen, nach jedem Beenden des Staubsaugvorgangs muss auf jeden Fall wieder eine Rückspülung gemacht werden von der Filteranlage, damit die immer schön sauber ist. Weil ich werde jetzt ja permanent durchlaufen lassen, damit die Schwebeteilchen halt so schnell wie möglich aufgenommen werden. Ich muss noch dazu sagen, wenn der Teich grün ist oder das Wasser grün ist, dann verstopft die Filteranlage nicht so schnell, wie wenn es braun ist. Ich hatte es nämlich letztes Mal braun gehabt und da kommt immer auf die Größe vom Pool an. Da muss man halt mehrere Spülvorgänge, wenn man von Anfang bis Ende gesaugt hat, einbauen im Ganzen. Sonst saugt der nicht mehr, dann ist er einfach voll und dicht. Ne? Deswegen eine Rückspülung, freipusten und dann kann man weitermachen. So, jetzt schaue ich mir das mal von oben an. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Wenn der Pool grün ist, ne, sollte man auf jeden Fall was dagegen tun, denn so kleine Viecher, Kleintiere, die futtern ja quasi das Zeug und das ist dann quasi auch ein Brutplatz für die Moskitos. Ne? Mal sehen, wie es von oben aussieht. Och, man sieht ja nichts. Teilweise mit dem Auge sehe ich es, wo ich gestaubsaugt habe und wo nicht. Aber leider nicht so gut. Auch da sieht man es. Hier habe ich aus Versehen Streifen ausgelassen. Ja gut, okay. Ich werde dann gleich ein Dings machen, den Pool testen, damit ich weiß, wie die Situation ist und sage euch dann gleich, was man da machen kann. So, ich werde jetzt einen Test machen mit Tröpfchen. Linke Seite ist pH-Messer und rechts ist Chloranteil. Ich kann euch gleich sagen, wenn pH nicht stimmt, bringt Chlor überhaupt nichts. Ja? Das erste, was ihr machen müsst, den pH-Anteil in den idealen Bereich bringen. Hier steht 7,6. Im Internet sieht man 7,0 bis 7,4. Ja, ich versuche das annähernd auf diesen pH-Wert zu bringen. Erst wenn ich das erreicht habe, kann ich Chlor am nächsten Tag beischütten. Also niemals zusammen, weil bringt ja nichts. Ich muss ja erstmal den richtigen pH-Wert haben. Okay, ich mache das erstmal mit Tropfen. Tropfen finde ich aber mittlerweile kacke, weil die Tablettenform ist auf jeden Fall besser. Die Tabletten, die ich habe. Ich zeige euch mal gleich, wie es dann aussieht. Jetzt habe ich hier zwei Testverfahren. Die Flüssigkeit, die zeigt rot an, also schon bei über 8,0. Und hier bei dem Tablettenverfahren würde ich sagen auf 7,2, auf jeden Fall hell. Auch nicht 100% ersichtlich. Ich werde da jetzt Chlor reinschmeißen.
Da jetzt der pH-Wert hier zu hoch war, kann man hier nichts anfangen, habe ich jetzt Chlor nochmal gemessen, weil hier war er soweit in Ordnung gewesen in der Tablettenform. Und hier ist noch zu wenig Chlor drin. Ich werde jetzt gleich einen Schuss Chlor reintun. Auch hier bei der Flüssigkeitsanzeige ist das eine Katastrophe. Ich meine, was für ein Gelbton soll das sein? Das sind ja kaum Unterschiede. Lächerlich. Zum Chlor nehme ich das Zeug hier. Das ist billig, im Gegensatz zu den Wartungsleuten, die dir irgendein teures Zeug verkaufen wollen. Also der tut auch seine Sache ganz gut. Hauptsache ist Chlor 90, über 90 halt. Bis morgen dann erst da, dann schauen wir mal, wie es dann geworden ist.